Wie im Titel erwähnt, erzähle ich euch heute von meinem Jahr mit dem 2025er Cupra Formentor Facelift hinter mir. Ich spreche über meine Erfahrungen, Vorzüge, etwaige Warnleuchten und Probleme. Lange habe ich überlegt, ob ich dieses Video drehen soll. Ich habe mich wirklich dazu entschlossen, es zu drehen. Ich hoffe, dieses Video wird sowohl für diejenigen, die dieses Auto kaufen möchten, als auch für die, die es mögen, informativ und hilfreich sein. Während ihr den Kanal abonniert und kommentiert, starte ich dann auch unser Video Freunde. Zuerst gebe ich euch eine kleine Information zu meinem Auto. Mein Auto ist ein Modelljahr 2025. Ich habe es ungefähr um diese Zeit letztes Jahr gekauft. Es handelt sich hierbei um das 2025er Modell des Cupra Formentor Plug-in Hybrid mit 204 PS. Freunde, ich kann sagen, dass es ein ziemlich gut ausgestattetes Auto ist. Meiner Meinung nach gibt es einige Mängel, die wirklich nicht akzeptabel sind, und ich habe ein Jahr voller Fehler hinter mir. Natürlich liebe ich das Auto trotzdem noch. Ich weiß nicht warum, aber ich mag es immer noch. Wissen Sie, was das erste Schöne an Ihrem Auto ist? Obwohl es sowohl elektrisch als auch benzinbetrieben ist, kann ich sagen, dass es Sie wirtschaftlich nicht belasten wird. Sind die Gefühle, die es mir gibt, immer noch die gleichen? Natürlich hat es mich ein wenig abgekühlt. Ich habe mich wirklich vom Auto entfremdet. Aber wenn ich es mir anschaue, diese Ausstrahlung, diese Haltung, die Linien, sie sehen für mich immer noch genauso aus. Wie am ersten Tag. Es sieht immer noch aus wie ein Biest, Freunde. Ich muss sagen, sein Auftreten und so weiter ist einfach großartig. Das Innendesign wird Ihre Gefühle sicherlich ansprechen. Aber schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Eigentlich möchte ich das Video auch gar nicht zu sehr in die Länge ziehen. Wenn ihr wollt, fangen wir direkt mit den Fehlern an. Unser erster Fehler, ich beginne mit den kleinen Fehlern. Ich werde dann zu den größeren übergehen, das wollte ich auch noch sagen. Unser erster Fehler ist folgender, Freunde. Ihr öffnet das Fenster, habt es bis zur Hälfte geöffnet, ihr wollt es wieder nach oben fahren. Wenn ihr auf den Knopf drückt, fährt das Fenster wieder nach unten. Ihr drückt nochmal nach oben, es fährt wieder nach unten. Das heißt, ihr versucht das 2-3 Mal, während ihr eigentlich das Fenster hochfahren wollt. Solche Probleme treten dabei auf. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Neulich hat es zum Beispiel geschneit. Ich habe das Fenster geöffnet, damit ein bisschen gelüftet wird. Als ich dann nochmal gedrückt habe, ging es komplett auf. Der ganze Schnee ist hereingekommen. Solche kleinen Dinge eben. Ambientebeleuchtung. Es gibt eine sehr schöne Ambientebeleuchtung. Die Farben sind ziemlich lebendig, aber sie wechselt ständig so klack, 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 klack ins Weiße oder macht sonst irgendwas. Sie macht ganz merkwürdige Bewegungen. Das ist wirklich ärgerlich. Man wird dadurch auch von der Straße abgelenkt. Denn das passiert ganz plötzlich. Die meisten Fehler sind zwar softwarebedingt, aber ich finde trotzdem, dass so etwas nicht passieren sollte. Das sind einige der Fehler, die zu so einem Aussehen, zu so einer Premium-Ausstrahlung einfach nicht passen. Wenn man es sich anschaut, ist das Licht wirklich gelungen, das Aussehen ist da, aber die Klappergeräusche im Innenraum sind ziemlich zahlreich. Hier werde ich auch ein kurzes Video einfügen. Ich hoffe, ihr könnt das Geräusch hören. Es gibt Klappergeräusche im Fahrzeug, Freunde. Ich werde nicht lügen, was die Materialqualität angeht. Mir gefällt nur das Armaturenbrett vorne. Bin ich das Auto leid? Ich bin das Auto auf keinen Fall leid, Freunde, denn ich muss sagen, dass das Auto immer noch die Ausstrahlung hat, die es am ersten Tag hatte. Seine Linien, sein Auftreten, all das kann mir immer noch die gleichen Gefühle vermitteln wie damals. Aber manchmal gibt es Momente, in denen ich wirklich wütend werde. Es gibt auch Zeiten, in denen ich sehr angespannt bin. Die Bremsscheiben, Leute, ich weiß nicht, was da für ein Problem ist. Liegt das Problem vielleicht an mir? Schau, es sind immer noch Rückstände da, ihr seht es. Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, macht diese Bremse Geräusche, als ob das Auto lange gestanden und Rost angesetzt hätte. Genau so macht sie jedes Mal weiter Geräusche. Aus einem mir unbekannten Grund macht sie das jedes Mal und ich rege mich darüber sehr auf, bei einem Auto, für das man so viel Geld bezahlt hat, das so hochwertig aussieht. Es gibt also weder Stoßdämpfer noch irgendein Dämmmaterial hier. Der Motorlärm dringt viel zu stark ins Innere. Das stört mich extrem. Es ist wirklich eine sehr unangenehme Situation. Ich zeige es Ihnen mal so. Wie Sie sehen, gibt es weder einen Stoßdämpfer noch eine Motorhaubendämmung. An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen, dass dadurch der Motorlärm ziemlich stark ins Innere gelangt. Außen gibt es sonst keinen weiteren Fehler, den ich ansprechen möchte. Im Innenraum gibt es jedoch insgesamt einige Fehler. Wenn Sie möchten, gehen wir jetzt ins Fahrzeuginnere und sprechen dort darüber. Sowohl die Außengeräusche sollten nicht hereindringen, als auch im Innenraum sollte Sie ein angenehmerer Klang erwarten. Jetzt möchte ich mit den Fehlern fortfahren. Die Fehler nehmen einfach kein Ende. Wie gesagt, ich habe Ihnen die Bremsscheiben ja bereits gezeigt. Ich denke, dass es Probleme mit den Bremsscheiben gibt.
Es macht jedes Mal das gleiche Geräusch. Das Profil- und Multimedia-Problem bei unserem Fahrzeug. Das System friert gelegentlich ein. Das heißt, Sie können gar nichts machen, Sie bleiben einfach so hängen. Manchmal laden die Profile sehr langsam, es kann bis zu einer Stunde dauern. Selbst wenn die ganze Fahrt vorbei ist, wird das Profil nicht geladen. Ich habe es nämlich ausprobiert. Sie müssen das Profil verlassen. Sie müssen das Fahrzeug im Originalzustand benutzen. Das heißt, Sie können es nicht mit Ihrem eigenen Profil nutzen. Das passiert mir auch sehr häufig. Obwohl das natürlich Softwarefehler sind, finde ich, dass sie behoben werden sollten. Denn bei so einem Auto, das wir mögen, möchte man doch nicht auf so ein Problem stoßen, oder? Ja, Freunde. Ein weiteres Problem ist, dass in meinem Auto die Airbag-Leuchte brennt. Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können, aber seit einem Monat leuchtet die Airbag-Kontrollleuchte. Natürlich habe ich das recherchiert. Man sagte mir, es habe mit den Gurtschlössern der Rücksitze zu tun, aber bei mir wurde es nicht behoben. Viele Fehler kommen und gehen, aber dieser ist geblieben. Ich glaube, ich muss deswegen wohl zur Werkstatt gehen. Ich habe vor, das so bald wie möglich reparieren zu lassen. Ist es natürlich, dass solche Fehler auftreten? Ja, Freunde, das ist normal. In einer Zeit, in der alles technologisch geworden ist, ist es normal, dass so viele Fehler auftreten, aber das Wichtige ist, dass sie behoben werden. Ich fahre dieses Auto seit einem Jahr. Natürlich habe ich mich in diesem Jahr immer wieder mit diesen Fehlern auseinandergesetzt. Das wichtigste Problem ist jedoch, und das betrifft viele, sogar einige meiner Bekannten haben das erlebt, das Auto, Freunde, schaltet beim Verlangsamen, wenn ihr jemandem den Vortritt lassen wollt, also bei einem kurzen Stopp, direkt in den P-Gang und legt den Gang auf P. Dadurch bleibt ihr im Verkehr stehen. Man bleibt also auf den Trockenen sitzen. Bis man den Gang eingelegt hat, herrscht Chaos, der Verkehr wird dichter und so weiter. Es gibt Probleme wie diese. Danach gibt es noch andere Probleme, die ich ansprechen möchte. Also was könnte noch sein, werde ich jetzt sagen, Freunde, die meisten, eigentlich alle diese Probleme sind softwarebedingt. Nur bei der Festplatte könnte es ein technisches Problem geben, aber die anderen müssen softwareseitig behoben werden. Wir fahren das Auto wirklich sehr gerne, aber ich muss sagen, dass uns solche Probleme wirklich ärgern. Abgesehen davon finde ich keinen weiteren Fehler am Auto. Es ist wirklich schön, die Handhabung ist gut, natürlich gemessen an seiner Klasse. Denn wenn ich es mit den anderen Autos vergleiche, die ich gefahren bin, ist die Handhabung etwas schlechter, aber in seiner Klasse ist sie gut, Freunde. Von der Qualität her fühlt es sich gut an. Was das Platzangebot im Innenraum angeht, ist es wirklich schön. Ich kann sagen, dass es für eine Familie mit 2 Kindern ein wirklich gelungenes Auto ist, aber wenn es diese Fehler nicht gäbe, könnte es natürlich noch schöner sein. Diese Fehler erlebe ich ständig, Freunde. Seit einem Jahr habe ich leider mit diesen Fehlern zu tun. Aber da kann man nichts machen. Ich hoffe, Sie beheben das softwareseitig. Ich möchte, dass diejenigen, die dieses Auto kaufen wollen, diese Dinge berücksichtigen, denn ich stoße sehr oft darauf. Deshalb hat es mich ehrlich gesagt ziemlich genervt, aber trotzdem benutzen wir es gerne. Mal sehen, wie lange es noch hält, irgendwann wird es sowieso ausgetauscht. Was danach kommt, werden wir gemeinsam sehen, Freunde. Vielen Dank, dass ihr meinen Kanal abonniert, kommentiert und dieses kurze Video angeschaut habt. Passt gut auf euch auf. Macht's gut, Freunde.